Hallo Leute, heute Abend geht es mal wieder um ein paar Materialien und zwar geht es jetzt weiter in dem Materialguide für Cura. Dieses Mal behandeln wir von 3D Fox Lab Foxwood und Fox Bamboo, also das heißt Holz- und Bambusfilament. Dieses Filament habe ich jetzt im Moment gedruckt mit einer 04er Düse. Das hat tadellos funktioniert, das muss man dazu sagen. Viele Filamenthersteller geben bei ihren Filamenten 06er und 08er Düsen an. Das ginge hier jetzt auch mit dem 04er ohne Probleme in meinem Fall. Ähm, mit der 06er Seite auf der sicheren Seite. Also in jedem Fall auf der sicheren Seite. Ja, die Ergebnisse sehen dann halt wie folgt aus. Ich habe jetzt hier ein Foto, ein Teil habe ich hier noch liegen. Das wäre dann das Foto, das ist die Eule, die lief fast den ganzen Tag. Die ist jetzt noch ein bisschen überschliffen worden, weil oben war noch so ein bisschen Pickelchen drauf, das ist aber fast gar nichts. Und nach dem Schleifen wird sie dann jetzt lasiert und mit Klarlack behandelt. Und dann kann sie nach draußen, damit sie halt nicht verwittert, wie jetzt normales Holz auch. Ja, das nächste, was ich halt dann gedruckt habe, ist hier für Muttertag schon mal so ein paar Geschenke. Also selbst das hier kam wirklich fast perfekt raus. Hier unten sieht es zwar so aus, als wäre da was, aber das ist nur so ein Stäubchen, das muss ich nochmal wegschleifen nachher. Und dann ist das auch wieder weg. Also hier sieht man auch hier, das ist fast glatt. Also da ist fast nichts. Und das ist sogar relativ schnell gedruckt. Das habe ich jetzt mal probiert mit 70 Millimeter zu drucken, anstatt mit 60. Aber das zeige ich euch gleich noch. Dazu mache ich jetzt erstmal so ein paar Sachen hier weg, damit ich euch dann auf den Bildschirm nehmen kann, weil ansonsten ist das ja blöd. Und dann habt ihr das ja die ganze Zeit im Bild. So, dann machen wir den noch. In Cura angekommen sieht es dann halt wie folgt aus. Ich habe jetzt hier oben noch das TPU ausgewählt. Dort bin ich im Moment am Weitertesten, damit die Werte halt erst sehr gut werden, bevor ich da anfange, euch dann die endgültigen Daten rauszugeben. Das letzte war ja nur ein Test. Ähm, Es sieht jetzt halt so aus. Hier haben wir unser Profil. Ich drucke das Holz und Bambu im Moment, also das Bambus, im Moment mit sehr kleiner Schichthöhe, also 0,14, weil mir ist es wichtiger, dass ich halt ein bisschen höhere Geschwindigkeiten fahren kann, dadurch aber dann lieber niedrigere Layerhöhen. Damit kann ich das dann ganz einfach wieder ausgleichen, was ich halt eben dann hätte, wenn ich langsamer fahren muss, dafür aber höhere Schichtdicken fahren kann, weil bei den höheren Schichtdicken muss deutlich mehr gefördert werden und wenn dann wirklich mal sich so ein kleines Teil in der Düse verhaken tut, hat es bei dem 0,14er Layer halt ohne Probleme die Möglichkeit, ohne die komplette Düse zu verstopfen, dann wieder sich durchzudrücken, wenn es ein bisschen weitergefahren ist. Bei den 0,2er oder wenn man noch höher geht, baut sich dann halt schon wirklich Druck auf und dann habt ihr nachher Unterbrechungen in den Layern, das wollen wir ja nicht. Das muss ja auch nicht sein. Ja, bei dem Tronxy habe ich dann ansonsten gedruckt mit 3 Wandlinien. Das ist eigentlich so bei mir Standard 1,2 Millimeter. Das ist jetzt nichts Besonderes für mich zumindest. Obere und untere Schichtdicke fahre ich auch 1,2 Millimeter, was hier jetzt 9 Schichten entspricht. Dann die Prozentsatz der Außenhautüberlappung, damit es auch wirklich zu ist, fahre ich auch wieder 50%. Fülldichte fahre ich jetzt hier bei diesen Dekoteilen zwischen 10 und 15%, also das ist jetzt wirklich nicht viel. Ja, das nächste ist halt Temperatur. Die Temperaturen von dem Filament konnte ich jetzt auf diesem Drucker nicht ganz einhalten. Ich musste 10 Grad höher gehen, damit ich keine Probleme mit dem Hotend bekommen habe. Ihr müsst sowieso grundsätzlich, obwohl das Grundmaterial ja eine PLA-Basis ist, so wie ich jetzt im Kopf habe von 3D Fox Lab, müsst ihr trotzdem etwas höher gehen in der Temperatur. Es ist ganz einfach so, ihr schmelzt halt keinen Kunststoff auf, sondern ihr schmelzt den Kunststoff auf mit einem Zusatzmaterial. Und das Zusatzmaterial nimmt je nachdem aus dem Material sehr viel Hitze raus. Deswegen müsst ihr halt eben höhere Temperaturen gehen, um das Ganze
ausgleichen zu können. Das heißt, es ist also nicht so, dass das PLA jetzt verbrennen würde. Das ist in keinem Falle so. Es ist auch nicht, dass das Holz jetzt verbrannt ist oder so. Es riecht auch nicht verbrannt. Also das passt dann schon. Tisch habe ich im Moment auf 60 Grad gehabt, habe ich aber gemerkt, ist zu fest mit dem SimpliPrint drauf. Eher 45, 40 ist besser. Das funktioniert dann eher. Ich habe jetzt dann hier auch die Druckgeschwindigkeit, liegt bei 60 mm. Füllgeschwindigkeit liegt bei 60 mm, ginge eventuell auch 70. Und Wandgeschwindigkeiten und Außenwand und so weiter und so fort auf 35. Dann Geschwindigkeit der oberen und unteren Schicht ist auf 40 begrenzt, damit es halt wirklich schön aussieht hinterher. Bewegungsgeschwindigkeit, wieder Anschlag, was hier in Cura möglich ist, 140 mm. Die Geschwindigkeit der ersten Schicht mit 30 und 30 und Bewegungsgeschwindigkeit der ersten Schicht 120, weil wenn es dann nicht hält, wenn ihr da drüber fahrt, dann würde es sowieso nicht halten. Dann müsst ihr eh was machen. Ja, Einzug musste ich etwas erhöhen, weil das Material neigt ein bisschen mehr zum Stringing wie normal. Also bin ich jetzt 1 mm höher gegangen, da habe ich jetzt halt hier wirklich gute Ergebnisse erzielt. Also hier ist jetzt gar nichts drin. Das passt so wunderbar und habe das Ganze dann auch wieder mit anderen Geschwindigkeiten versehen, wie auch bei meinen anderen Profilen 35 und 50, damit es halt wieder passt. Zusätzliche Zurückschiebemenge 0,2 ist ein bisschen viel, das gibt manchmal so ein bisschen Blob. Ich würde eher sagen so 0,1 oder 0,08, das ist glaube ich besser. Und ansonsten Lüfter 70% ist völlig ausreichend. Das sind ja keine technischen Teile. Da geht es ja jetzt nicht so zu 100% um die Festigkeit. Deswegen passt das dann auch soweit. Im Moment fahre ich hierbei jetzt ein Skirt, weil es hält saugut auf dem Druckbett. Es ist Quatsch, wenn wir da jetzt und würden da jetzt einen Brim machen, dann kriegt man es nachher nicht mehr ab und reißt das Material auseinander. Das muss ja nicht sein. Ja, alles andere dann halt Standard wie in meinen Profilen so üblich. Und ansonsten gibt es halt nichts Besonderes zu diesem Material zu sagen. Es druckt sich halt wirklich gut. Auf dem SimpliPrint vor allen Dingen. Zu dem SimpliPrint kommt auch noch ein Video dieses Wochenende, das mal so am Rande erwähnt. Und Grundmaterial ist wie gesagt ein PLA, das heißt, es ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Material zum Drucken mit sehr hoher Tischbetthaftung. Das gleiche gilt alles auch identisch für das Bambusmaterial. Das ist das gleiche Grundmaterial, da ändert sich nichts. Und hat auch sehr gute Haftung auf dem Tisch. Also auch dort ändert sich nichts. Das Einzige, was sich für euch halt jetzt interessant darstellt, ist, ihr müsst das Material so 2 bis 4 Stunden vortrocknen. Ich habe es jetzt 4 Stunden bei ca. 60 Grad getrocknet. Viel über 60 Grad dürfte nicht gehen wegen dem PLA, sonst wird das nachher flüssig. Und dann verklebt halt das Filament auf der Rolle. Das wäre halt ganz schlecht. Aber nach dem Vortrocknen fließt es halt wirklich fast genauso wie das normale Material. Dieses Material hier habe ich jetzt übrigens auch mit einer Messingdüse gedruckt. Nicht wie viele andere Hersteller vorgeben, eine gehärtete Düse oder Edelstahldüse. Ich habe keine Abnutzungserscheinungen an der Düse gehabt hinterher. Die Düse ist noch genauso wie vorher. Ich habe sie auch gemessen von der Länge her. Also auch dort hat sich nichts verändert. Vielleicht ein Hundertstel weniger oder so. Also da nagelt mich jetzt bitte nicht drauf fest im Nachhinein. Aber ich habe jetzt keine Veränderungen festgestellt. Ich drucke auch mit dieser Düse jetzt im Moment gerade TPU. Und auch dort ist auch nichts zu sehen, dass jetzt die Düse irgendwie sich verschlechtert hätte. Das ist alles genau so geblieben, wie es ist. Ja, das war dann so fürs erste Mal der kleine Materialguide für Cura und für den Tronxy im Bezug auf dieses Holz- und Bambusmaterial. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Lasst ein Abo da und vergesst die Glocke nicht.